Lastenräder sind auch in unseren hessischen Großstädten immer häufiger zu sehen. Die stylischen Familienräder sind hoch im Kurs und wie bei fast allen E-Bikes auch hoch im Kurs bei Dieben. 5.600 € kostet dieses Rad. Es gehört Moritz Nohlen. Ihm ist genau das passiert, wovor sich viele fürchten. Freitagmorgen wollte ich mit meinen Kindern zur Schule bzw. Ferienbetreuung, Kindergarten, Kinderkrippe und dann laufe ich mit allen 3 Kindern runter in die Tiefgarage und sehe, das Lastenrad ist weg, mit dem wir eigentlich jeden Tag fahren. Und total sofort die Panik. Die Kleine hat angefangen zu heulen, der Große, oh nein, unser Lastenrad. Und der Mittlere, der hat einfach angefangen zu schimpfen. Und ich war erst einmal wirklich richtig perplex, habe die Tiefgarage abgesucht, vielleicht hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Dem ist aber nicht so. Das Rad ist weg. Die Chancen, ein geklautes Rad wiederzufinden, verschwindend gering. Es sei denn, man hat einen GPS-Peilsender im Fahrrad verbaut. Die sind so groß, den habe ich am Fahrrad versteckt. Und da sehe ich auf meinem Handy immer, wo sich halt dieser AirTag oder das Fahrrad in dem Fall befindet. Und dann habe ich geschaut, das ist halt das letzte Mal gesehen worden um 0 Uhr und ein paar bei mir in der Nähe. Da ist das teure E-Lastenrad aber nicht. Eine Handy-App zeigt Moritz Nohlen, wo der GPS-Chip und damit sein Rad ist. Auf den Meter genau wird ihm mit Pfeilen angezeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Moritz Nohlen bekommt ein neues Signal, diesmal aus Offenbach. Der Familienvater macht sich auf den Weg. Wir haben dann entschieden, wir gehen zur Polizei damit. Ich habe der Polizei das gesagt, gezeigt, wo das Fahrrad ist. Und ja, dann haben wir das Fahrrad lokalisieren können in einem VW-Bus drin. Und es war ein Moment, das war der Wahnsinn. Also das Fahrzeug wird sichergestellt, kommt samt Lastenrad auf einen Verwahrplatz der Polizei. Der Halter des Fahrzeugs kommt, soll das Fahrrad aus dem Wagen holen. Er will es regulär gekauft haben. Am Ende bekommt Moritz Nohlen sein Lastenrad wieder. Die Familie und die Kinder wird's freuen. Das ist halt nichts, was du dir einfach so kaufst, so als Impulskauf, sondern da wochenlang durchsuchst du das Internet nach mehr Informationen, konfigurierst es dir selber, was für einen Motor willst du haben, was für einen Akku und dann sparst du halt wirklich darauf. Und du hast ja einen Plan darauf und es dann zu klauen, das finde ich halt, das finde ich unter aller Sau. Ey. Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen und für wen so ein GPS-Tracker nichts ist, der sollte sein Rad beim ADFC oder der Polizei kodieren lassen. So kann es nach einem Diebstahl zugeordnet werden. Wichtiger Tipp, noch mehr Tipps hat Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen für uns. Hallo, grüße Sie, Herr Reidegeld. Schönen guten Abend. Ja, so ein Lastenrad oder auch ein E-Bike ist ganz schön schwer und sperrig. Das trägt man halt nicht in den Hausflur, ne? Da passt es auch gar nicht rein. Wie sichere ich denn solche Räder am besten? Ja, also ganz wichtig ist, dass ich dem Dieb es so schwierig wie möglich mache, so ein Fahrrad zu klauen. Ne? Jedes Schloss ist knackbar, das wissen wir, aber es kostet eben Zeit. Und da gilt das Stichwort Heavy Metal. Das heißt wirklich schwere, massive Schlösser, so wie es hier zum Beispiel vorne liegt. Ja. Die eignen sich gut, um so ein Rad zu sichern und am besten gleich 2 Schlösser nehmen und möglichst von verschiedenen Typen. Also vielleicht ein Kettenschloss und ein Bügelschloss beispielsweise, auch noch von unterschiedlichen Marken. Warum? Weil viele Diebe, die haben sich spezialisiert auf eine bestimmte Marke, um die zu knacken. Gut. Und so braucht es eben wieder Zeit, um das Fahrrad zu knacken. Und da auch noch ganz wichtig, ein Fahrrad wirklich anzuschließen und nicht nur abzuschließen. Was man immer wieder noch sieht, leider, das sind solche ganz günstigen Kabelschlösser oder auch Zahlenkombinationsschlösser, die wirklich ganz dünnes Stahlkabel haben. Die sind wirklich in Sekundenschnelle knackbar und das bietet keinen echten Schutz vor Diebstahl. Ja, das sieht man im Vergleich zu dem, da ist deutlich mehr Substanz dran. Welche Abstellplätze sind gut? Ja, wichtig sind welche, die öffentlich einsehbar sind, möglichst Sichtachsen herstellen, also dass möglichst das Rad von 2 Achsen oder mehr Achsen einsehbar ist, dass Passanten immer vorbeikommen können, dass vielleicht ein Nachbar auch noch ein Auge drauf hat, weil gerade in der Stadt, ich kann es ja nicht in der Garage unterstellen, in der Regel nicht, ich habe ja keine eigene Garage, den Hausflur tragen geht auch nicht, da muss es irgendwo an einen Laternenpfahl angeschlossen werden und da möglichst wirklich, dass viele Leute vorbeikommen können, dass der Dieb das nicht unbedingt unauffällig machen kann. Jetzt haben wir im Film ja von diesen spannenden neuen Sachen gehört, also zum Beispiel diese Peilsender. Wie funktioniert das genau?
Ja, ist sicherlich eine gute Sache, schützt nicht direkt vor dem Diebstahl an sich, aber ich kann natürlich als Nutzer orten, wo sich das Fahrrad befindet. Dazu muss dieser GPS-Sender, der muss einen Mobilfunkanschluss haben, das heißt, es muss eine SIM-Karte irgendwie verbaut sein. Okay. Da muss ich gucken, entstehen da noch Zusatzkosten monatlich oder ist das mit dem Kaufpreis abgedeckt? Da muss ich mir in der Regel eine App auf meinem Smartphone installieren, um das nachverfolgen zu können. Und dann kann ich eben schauen, wo wird das Fahrrad hingebracht. Sie haben mir eben gesagt, es gibt tatsächlich schon Hersteller, die das auch mit im Fahrrad schon verbauen fest. Genau. Man kann es aber auch nachrüsten. Allerdings kennen wahrscheinlich die Diebe auch schon die Tricks, wo die oft drin versteckt sind. Ja, Ne? wir müssen leider sagen, gerade bei hochwertigen Fahrrädern sind ganz häufig schon wieder Auftragsdiebstähle. Das heißt, das sind Profis, keine Gelegenheitsdiebe mehr, sondern die wissen natürlich um diese Problematik. Die wissen auch, wo solche GPS-Sender verbaut sein könnten und gucken dann, wenn es schlecht läuft, erstmal nach. Deswegen ganz wichtig ist wirklich erstmal die mechanische Sicherung des Fahrrades. Genau. Codieren haben wir ganz zum Schluss vom Beitrag noch gehört. Die Polizei macht ja immer wieder solche Aktionen. Kann so ein Code nicht auch dann wieder weggemacht werden? Ja, Codieren ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Das sollte ich auch machen, gerade bei hochwertigen Fahrrädern. Entweder per Aufkleber oder es wird eben eingefräst ins Fahrrad. Es kann entfernt werden, nur dann sieht man es, dass da was gemacht worden ist. Und das senkt natürlich den Wiederverkaufswert des Fahrrads. Da hat der Dieb auch kein Interesse dran. Stimmt. Welche Versicherungen sind sinnvoll? Und manchmal ist es irgendwie, glaube ich, in der Hausrat mit drin, manchmal nicht. Also was ist da sinnvoll zu machen bei einem teuren Fahrrad? Es gibt da genau 3 Möglichkeiten. Gibt es da eigentlich einmal, das über hier Hausratversicherung zu machen. Da muss ich aber sehr genau gucken, was ist da abgesichert. Weil in der Regel ist da nur abgesichert, wenn das Fahrrad aus dem Haus geklaut wird, beziehungsweise aus dem Keller entwendet wird. Es gibt mittlerweile auch Hausratversicherungen, die es als Zusatz anbieten für ein paar Euro im Monat. Dann gibt es spezielle Fahrraddiebstahlversicherungen. Die sind in der Regel aber relativ teuer. Das heißt, es lohnt sich dann nur für wirklich hochwertige Fahrräder. Und das Dritte ist, dass die Versicherungsunternehmen, die bieten da was relativ Neues an, so eine Tagesversicherung. Also dass ich wirklich sagen kann, ich bin jetzt in einer fremden Stadt unterwegs mit dem Fahrrad und ich will das für 24 Stunden abgesichert haben. Okay. Aber da wirklich als Tipp an den Verbraucher, ich muss genau gucken, was will ich denn versichert haben und Angebote zu vergleichen. Ja. Also ich habe es heute einfach mal spaßeshalber durchgespielt, weil ich so beeindruckt auch von dem Wert dieses Lastenrads war. Habe 4.000 € als Wert eingegeben und da lagen die so um die 8 € im Monat. Also klar, wenn man so ein teures Fahrrad hat, kann man sich das tatsächlich überlegen. Herr Radegeld, danke, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank.